Du lässt ein Trinkglas fallen. Es zerspringt in 1000 Scherben auf dem Boden. Glas ist das Urbild der Zerbrechlichkeit. Und doch sitzt in den Wänden deiner Wohnung ein Material, das zu über 90% aus Glas besteht. Es isoliert dein Haus. Es trägt deine Dachbalken. Es formt die Rümpfe von Segelbooten, die Karosserien von Sportwagen und die Anzüge der Astronauten, die auf dem Mond gelaufen sind. Glasfaser. Ein Material, das aus demselben Stoff besteht wie dein zerschmettertes Trinkglas, aber reißfester ist als viele Stahlsorten. Wie kann das sein? Wie kann etwas so Zerbrechliches plötzlich so stark werden? Die Antwort hat mit einer Panne in einem amerikanischen Labor im Jahr 1932 zu tun, mit einem physikalischen Prinzip, das Glas umso stärker macht, je dünner man es zieht, und mit der überraschenden Erkenntnis, dass die größte Schwäche von Glas verschwindet, sobald man es klein genug macht. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen in die amerikanische Glasindustrie der 30er Jahre, wo ein junger Forscher beim Versuch, Glasbausteine zu verschweißen, aus Versehen die moderne Isolierindustrie erfand. Wir schauen uns an, warum Glas in Faserform seine eigenen Schwachstellen verliert. Und wir klären, warum jeder Astronaut, der je auf dem Mond stand, Glasfaser am Körper trug. Abonniere den Kanal, wenn dich die versteckte Physik hinter dem Alltag fasziniert. In einem kleinen Labor der Firma Owens Illinois in Columbus, Ohio, arbeitete ein junger Forscher namens Dale Kleist an einem ganz normalen Problem. Er sollte architektonische Glasbausteine so verschweißen, dass sie luftdicht wurden. Dafür benutzte er eine Spritzpistole, die ursprünglich für geschmolzene Bronze entwickelt worden war. Er füllte sie mit flüssigem Glas. Doch statt eines sauberen Strahls schoss aus der Düse etwas völlig Unerwartetes. Eine Wolke aus feinsten, haardünnen Glasfäden. Der Druckluftstrahl hatte das flüssige Glas zerrissen und zu winzigen Fasern ausgezogen. Die Schweißung war fehlgeschlagen. Aber das, was daneben lag, war eine Sensation. Kleists Vorgesetzter, ein Chemieingenieur namens James Slater, erkannte sofort die Tragweite. Hier lag die Lösung für ein Problem, an dem die Industrie seit Jahren scheiterte. Man hatte immer gewusst, dass Glasfasern existieren konnten. Schon antike Handwerker hatten aus geschmolzenem Glas dünne Fäden gezogen, meist zur Dekoration. Aber niemand hatte je einen Weg gefunden, sie in großen Mengen herzustellen. Kleist und Slater verfeinerten das Verfahren in den nächsten Monaten. Statt Druckluft nutzten sie Dampf, der den Glasstrom gleichmäßiger auszog. Im Jahr 1933 meldeten sie das Patent an. Und 1938 gründeten Owens Illinois und der Glashersteller Corning gemeinsam eine neue Firma, die sich ausschließlich auf das neue Material spezialisieren sollte. Owens Corning Fiberglas. Glasfaser beginnt dort, wo normales Glas beginnt, bei Sand. Die Rohstoffe sind Quarzsand, Kalkstein, Soda und einige Mineralien. Diese Mischung wird in einem Ofen auf etwa 1400 Grad Celsius erhitzt, bis sie zu einer zähen, glühenden Flüssigkeit wird. Dieses flüssige Glas fließt dann durch eine Platte, die aussieht wie ein sehr feiner Duschkopf. Hunderte winzige Öffnungen, jede schmaler als 1 mm. Durch diese Löcher tropft das Glas und in dem Moment, in dem es austritt, wird es von einem Dampfstrahl erfasst und in die Länge gezogen. Was oben noch ein dicker Tropfen war, ist unten ein Faden, der dünner ist als ein menschliches Haar. Die Fäden werden sofort abgekühlt und zu einem Strang gebündelt. Aus 1 Kilogramm Ausgangsmaterial entstehen Fasern, die zusammengelegt mehrere Kilometer lang wären. Für sich allein sind diese Fasern flexibel und biegsam. Erst wenn man sie mit einem Bindemittel kombiniert, meist einem Kunstharz, entsteht das, was wir Glasfaserkunststoff nennen. Das Harz hält die Fasern in Position, die Fasern geben dem Harz die Festigkeit. Zwei schwache Materialien, die zusammen ein starkes werden. Hier beginnt die eigentliche Überraschung. Warum ist eine Glasfaser stärker als ein gleich dickes Stück Stahl, obwohl dasselbe Glas in Form eines Trinkglases sofort zerspringt? Die Antwort liegt in den Fehlern, die jedes Glas hat. Ein massives Glasstück enthält winzige Risse und Unregelmäßigkeiten. Du siehst sie nicht, aber sie sind da. Mikroskopisch klein, oft nur wenige Tausendstel Millimeter lang. Wenn du das Glas belastest, konzentriert sich die gesamte Kraft auf diese Risse. Sie wachsen, breiten sich aus und das Glas bricht. Das ist der Grund, warum dein Trinkglas auf dem Boden zerspringt. Nicht, weil Glas grundsätzlich schwach wäre, sondern weil es voller Sollbruchstellen ist. Wenn du aber Glas zu einer extrem dünnen Faser ziehst, passiert etwas Erstaunliches.
Die Risse können nicht mehr größer sein als die Faser selbst. Sie werden mitschrumpft. Eine Faser, die nur wenige Tausendstel Millimeter dick ist, kann keine Hundertstel Millimeter großen Risse mehr enthalten. Die Schwachstellen verschwinden einfach. Zurück bleibt das reine Glas und das hat eine Zugfestigkeit, die viele Stähle übertrifft. Ein einzelner Glasfaden kann pro Quadratmillimeter Querschnitt mehr Gewicht tragen als ein gleich dicker Stahldraht. Das erste kommerzielle Produkt mit Glasfasern war überraschend unspektakulär: Luftfilter. Günstiger als die traditionellen Stahlfilter, genauso wirksam und einfach herzustellen. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die amerikanische Marine erkannte, dass das neue Material leicht, feuerfest und stark war. Glasfaserisolierungen wurden zum Standard in Kriegsschiffen. Glasfaserstoffe ersetzten Seide in Leuchtfallschirmen, weil sie nicht Feuer fingen. Nach dem Krieg explodierte die Zahl der Anwendungen. 1953 baute General Motors die erste Chevrolet Corvette mit einer Karosserie vollständig aus glasfaserverstärktem Kunststoff. 1969 trug Neil Armstrong auf dem Mond einen Raumanzug, dessen äußere Schicht aus einer speziellen Glasfaser bestand, die den extremen Temperaturunterschieden zwischen Sonne und Schatten standhalten musste. Heute steckt Glasfaser in so vielen Alltagsgegenständen, dass eine vollständige Liste unmöglich wäre. Sie isoliert fast jedes Haus in Mitteleuropa. Sie verstärkt die Flügel von Windkraftanlagen. Sie formt die Rümpfe von Segelbooten, die Badewannen in deinem Bad, die Surfbretter im Urlaub und sogar die Helme von Motorradfahrern. So nützlich Glasfaser ist, so heikel ist ihre Verarbeitung. Im fertigen Produkt sind die Fasern im Harz eingeschlossen. Sie können nicht mehr entweichen, sie sind praktisch harmlos. Aber im Herstellungs- und Einbauprozess sieht das anders aus. Winzige Bruchstücke der Fasern können in die Luft gelangen. Wenn sie auf die Haut geraten, reizen sie. Wenn sie in die Augen kommen, jucken sie. Wenn man sie einatmet, können sie die Atemwege irritieren. Deshalb tragen Handwerker, die mit Glasfaserisolierung arbeiten, Schutzbrillen, Atemmasken und lange Ärmel. Die Fasern sind nicht so gefährlich wie Asbest, mit dem sie optisch verwechselt werden können. Aber respektvoller Umgang ist trotzdem Pflicht. Wenn du das nächste Mal die Hand an die Wand deines Zimmers legst, weißt du jetzt, was sich oft dahinter verbirgt. Millionen winzige Glasfäden, jeder dünner als ein Haar, dichter als die Wolle eines Schafes und gleichzeitig fester als viele Metalle. Du weißt auch, dass dieses Material nicht in einem genialen Geistesblitz entstand, sondern durch eine Panne. Ein Forscher, der Glasbausteine zusammenschweißen wollte und stattdessen eine Wolke aus Fasern erzeugte. Ein Vorgesetzter, klug genug, die Panne als Chance zu erkennen. Und eine physikalische Wahrheit, die unser alltägliches Verständnis von Glas auf den Kopf stellt: Dünner ist stärker. Das Trinkglas in deiner Hand zerbricht, weil es groß genug ist, um Fehler zu haben. Die Glasfaser in deiner Wand hält, weil sie zu klein ist, um überhaupt fehlerhaft sein zu können. Manchmal ist der Schlüssel zur Stärke nicht mehr Material, sondern weniger.